Ah, die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Oh mein Gott. So, back to Survival Schild. Guten Morgen miteinander. Es ist 8 Uhr. Wir haben noch heute eine Nacht, Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch. Und dann haben wir es schon geschafft. Das Wetter ist heute ein bisschen bewölkter, aber ist auch nicht schlimm. Reißt bestimmt noch auf. Guten Morgen, Freunde. Es ist noch ziemlich früh am Morgen. Ich laufe jetzt gerade zum Briefkasten. Bin mit einem Schrecken wach geworden, weil ich meine Hose aus dem Schlafsack ziehen wollte. Ist eine für mich sehr, sehr große Spinne auf meinen Schlafsack gefallen. Habe ich kurz aufgeschrien, die weggeschleudert. Sascha ist direkt gekommen, weil er dachte, es wäre sonst was passiert. Oh, das war eklig. Und danach war noch eine kleine in meinem Schlafsack. Und ich habe ja echt riesen Angst vor Spinnen. Jetzt, wo es ein bisschen wärmer wird, kommen die alle raus, leider. Ansonsten, wie habe ich geschlafen, geht so. Ich hatte immer wieder ziemliche Knieschmerzen. Ich glaube, das war gestern doch ein bisschen too much, wenn man eh schon so auf Low-Level unterwegs ist. Ja, ich bin jetzt gespannt, was am Briefkasten ist. Ich hoffe mal eine entspannte Challenge, nicht eine, die körperlich wieder so anstrengend wird. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Peace. Also, viel Papier. Unsere Challenge für Tag 4. Wer anderen eine Falle stellt. Baut die Falle wie in der beigefügten Vorlage nach. Sie muss bis 1 Stunde vor Sonnenuntergang am Briefkasten platziert sein und funktionieren. Hinterlasst sie nicht scharf. Das Orga-Team wird sie selbst spannen und auf Funktion prüfen. Funktioniert sie reibungslos, werdet ihr am nächsten Morgen belohnt. Zusatzaufgabe. Das Team muss einen Teamgegenstand abgeben bis 10 Uhr am Briefkasten. Da habe ich tatsächlich schon eine Idee. Zu dem Teamgegenstand habe ich direkt schon eine Idee. Ich auch. Okay, dann sag deinen. Die 1-Liter-Flasche. Genau. Wir haben unfassbar viele Flaschen gefunden mittlerweile. Wir haben unseren neuen Topf gefunden. Wir brauchen die nicht zwingend. Ganz genau. Hallo Survival-Fans. Ich bin gerade auf dem Weg zum toten Briefkasten. Ich gebe den heiß geliebten und gut verwendeten Spaten ab. Weil den brauchen wir, glaube ich, doch nicht. Und die Wanderkarte von der Challenge gestern, die wollen sie auch wieder haben. Da wird einem nichts vergönnt. Unglaublich. Aber alles easy. Als Zusatzaufgabe haben wir bekommen, dass wir irgendeinen Gegenstand abgeben müssen. Wir hatten ja gesagt, wir nehmen die Flasche. Wir haben noch mal drüber nachgedacht. Wir nehmen tatsächlich den Topf. Hintergrund ist, den brauchen wir nicht mehr. Wir haben am Anfang ja unser Wasser damit geholt. Der ist aber sehr schwer. Der schwappt dann auch über, wenn wir den Hang da hochkraxeln. Wir haben so viel Müll im Fluss gefunden. Einen kleinen Topf, x Wasserflaschen, dass wir genug Wasser haben. Und mit dem kleinen Topf können wir auch kochen. Und somit geben wir den ab, weil der entbehrlich ist. Klar, würden wir den gerne behalten, ne? Damit wir einfach mehr Wasser lagern können oder was Cooles kochen können. Aber das ist nur eine Aufgabe. Und deswegen haben wir uns entschieden, den Topf abzugeben. So, Teamgegenstand, Paracord wird abgegeben. Und tschüss. Bin ich wieder, boah, ich schaue ja scheiße aus. Warum sagt denn niemand was? Oh je, oh je. Wanderkarte ist in der Büchse, Spaten da.
Ciao, ciao, Spaten. Es war mir eine Freude, mit dir Löwenzahnwurzeln, die nach Spargel schmecken, zu ernten. Tja, die Zeiten sind vorbei. Also, Plan ist schon geschmiedet, ging relativ schnell. Steffi kümmert sich jetzt um dieses Gebilde hier. Geht dafür jetzt Material sammeln, hat sich gerade die Machete mitgenommen. Und ich kümmere mich hier um den Auslöser, ne? Weil hier so ein paar kleine Schnitzarbeiten und sowas dran sind. Dafür besorge ich mir jetzt mal die Stöcke. So, wie läuft's? Hier kommen wir mit der Challenge Fallenbau. Ja, läuft gut. Ich hatte gerade noch mal einen kurzen Test gemacht, die aufeinander gelegt. Halten natürlich nicht gut, die rollen die ganze Zeit voneinander weg. Meine Befürchtung war nur aufgrund dessen, dass die teilweise marginal unterschiedlich dick sind, dass es vielleicht nicht funktioniert, aber es funktioniert trotzdem. Ich mache mir keine Sorgen. Dementsprechend würde ich jetzt erstmal auf der Basis weitermachen. Ich habe hier jetzt schon mal, weil als der Manu noch den Spaten zurückgebracht hat zum Briefkasten, habe ich schon mal angefangen, die unterste Etage zu sägen. Ich habe jetzt die Idee gehabt, dass wir jetzt einfach mal, weil es sind ja eigentlich 4 Seiten, das heißt, wir machen jetzt auf einer Seite, machen wir jetzt einfach mal die Pyramide voll und legen die am Boden aus und schauen, ob das von der Schräge her auch gut ausschaut, so wie hier. Dass wir hier wirklich eine schöne Pyramide kriegen. Und wenn das passt, dann machen wir das alles in gleichen Maßabständen einfach 3-mal wiederholt. Und wenn du hackst, hack nicht mit dieser Seite. Hier vorne ist die Wucht von deiner Klinge. Ja. Mit diesem Bereich, der ist zum Hacken da. Der Bereich ist zum Schnitzen. Und mit dieser Spitze kannst du Sachen wie Fisch ausnehmen, Feinarbeiten etc. Okay. Das ist der Hackbereich. Das sind die Äste, die ich mal zusammengeschnitten habe für unsere Vogelfalle. Ich hoffe, die reichen. Ansonsten ein bisschen Material habe ich noch. Und dann geht es jetzt gleich ans Knöpfen. Ich mache das erste Mal. Bin gespannt, ob das was wird. Okay, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Wir haben deutlich mehr Spannung drauf. So, jetzt machen wir noch die 3 Stück nebeneinander. Wenn wir die noch drauf kriegen. Boah, das ist stark. Das ist schon viel besser. Ja, Also das hat Alter, guten der Halt. hält mega. Das hat super Halt. Ja. Geil. Und wir So. haben noch nicht mal diese Verbindung hier gemacht. Ja, aber die machen wir jetzt auch noch. Ja. Einfach sicherheitshalber. Fett. Das hat sich also doch gelohnt. Sehr schön. Es geht auf meinen Nacken. Ich habe die Kerben gemacht. Aber warte mal, wenn wir jetzt einfach hergehen. Wir brauchen jetzt eigentlich nur die untersten 2 neu machen. Wir machen jetzt die einfach ein bisschen länger und rutschen die dann einfach einen Ticken rein. Ja. Weil dann passt's, glaube ich, wieder. Nee, passt nicht. Fuck! Das ist das Teil, was auf dem Boden steht. Das kommt oben drauf. So, und hier in die Nut kommt die Schnur. Die wird dann hier rüber an dieses kleine Stöckchen gespannt. Und jetzt brauchen wir noch den langen Stock, der hier dann dagegen drückt. Den machen wir jetzt auch noch. Das ist der hier. Wir schlichten jetzt hier jede Stufe rauf und da geht ja die Schnur einfach nur nach oben, ohne dass noch irgendwas passiert ist. Und oben binden wir sie dann zusammen, dass der Zug da ist. Und dann gehen wir doch hier... Ach nee, das ist sogar eine zweite Schnur, gell? Siehst du das? Ja. Ja, aber wir können ja dann trotzdem sogar oben, wenn wir es zusammengebunden haben, mit dem Rest, was wir noch haben, einfach wieder runtergehen. Das ist ja wurscht, ob die jetzt hier doppelt läuft
oder ob wir hier eine neue Schnur anfangen. Mir geht es einfach nur darum, dass ich glaube, dass der untere Rahmen zu wackelig ist. Dass wenn wir dann oben aufschichten Was soll und denn da rumdingen, groß wackeln? solange wir noch, wenn wir aufschichten und noch Ja. kein Zug drauf ist, dann ist es Ja, dann machen wir den fest. Komm. Okay. so. Passt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die überstehenden Schnüre noch weg. Das cutten wir jetzt noch. Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Eben gerade hat sich ein Knoten gelöst und dann ist die ganze Decke auseinandergebrochen. Jetzt gehen die ganzen Verschlaufungen da wieder auf. Jetzt müssen wir den Aufbau noch neu machen. Den können wir jetzt sogar so in der Hand nehmen. Das ist Ja. richtig Ohne gut. dass da irgendwas verrutscht. Das ist massiv geworden, das Teil. Hat sich gelohnt, das nochmal neu Massiv. zu bauen. So, Grundgerüst steht. Jetzt versuchen wir unsere Falle zu bauen und sind gespannt, ob das klappt. Ja. Das ist unser Spinnenstock. Ja, dann Zwei schneide ich. noch, ne? Ja. Aber es sieht schon gut aus. Guckt euch Tada! an. Tada! Ich bin begeistert. Ja, aber guck mal, es ist schon. Ja, aber wie gesagt, da müssen wir wirklich ganz stramm. Naja, definitiv. Okay, wir schneiden noch ein paar Stöcker, die packen wir hier unten noch rein. Dann zeigen wir es euch nochmal. Ja. Hallo, mein Name ist Manuel und wir sind hier bei Fallenstellen S. Check S. Ja, was für ein scheiß Intro. Da muss ich nochmal üben. Das ist Testversuch Nummer 1, unsere Falle. Der ist zu lang. Der ist zu lang. So, jetzt war angenommen, ich lasse das jetzt los. Passiert gar nichts, siehst du? Also musst du da eigentlich so einen Druck drauf geben, dass das Ding kurz vorm Abschmieren ist und dann geht es immer noch nicht. So, wir mussten leider aufgrund der nicht genauen Längen der einzelnen Fäden noch mal ein bisschen nachjustieren hier. Aber alles in allem, es hält. Es hat ordentlich Spannung jetzt. Und jetzt wollen wir den Auslöser einmal testen. Nein! Warum? Ey, ist ja. Warum? Oh, das gibt's doch nicht, ey. Warum? Wir haben viel rumexperimentiert. Ja, wir haben das Ganze, ist uns auch nochmal zusammengefallen. Wir mussten es nochmal aufbauen. Haben es auch jetzt nochmal mit Sicherungsschnüren nochmal gesichert. Das Ding sollte jetzt auf jeden Fall stabil genug sein. Und sobald man jetzt hier irgendwie dran kommt, klack, löst das Ding aus. Wir testen es nochmal. Warte, Ja. jetzt darf Steffi. Da liegt dann überall Köder. Und dann kommt der Piepmatz. Genau. Jetzt darf Steffi einmal auslösen. Piep, piep, piep. Chaga und der Und dann Piepmatz ist ist er da da drin. drunter gefangen. Und dann haben wir noch, komm mal her, etwas Wunderschönes gebastelt. Ja, guck mal. Na, weil das Auge sieht mit. Ja, Wir haben noch eine Dekoration gemacht. Beziehungsweise Steffi hat die gemacht. kreativ bin ich ja. Ja, sehr gut, einwandfrei. Also wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht, aber ich glaube, das ist der Versuch, der jetzt auch funktioniert. So. Es kommt ein kleines Hoppelhäschen. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Krass. Krass. Verfickt nochmal, Alter. Scheiß Challenge wieder erledigt. Ja, Mann! Woo! Let's go! Also, Challenge wieder mal erledigt.
geworden. Wir haben eine Falle gebaut. Fett. Der große Moment ist gekommen. Das Wasser kocht. Jetzt werden wir unser Track and Eat futtern. Quinoa mexikanischer Art. Insgesamt 441 Kilokalorien, 140 Gramm. Wir sind mega gespannt, vor allem wie das schmeckt. Ja, ich sehe uns danach schon Bäume fällen. Oh yeah. Ist so. Was wir danach für eine Energie haben. Ja, Wasser kocht und das kommt jetzt in die Tüte. genau. Ja, voila. Das ist so wenig. 7,5. Ja, ist ein bisschen wenig, oder? Könnte noch ein Ticken. Kleinen Ticken könnten wir noch. So, wir rühren jetzt schon mal um, aber das sieht schon ziemlich flüssig aus. Aber das ganze Trockenzeug saugt jetzt natürlich ganz viel Wasser auf. Ja, das wird schon ziemlich pumpig. Ja, und dann gleich. Wir könnten noch einen kleinen Schluck kaltes Wasser dazu machen. Freunde, Osteressen. euch das an, ne? Ostermontag. Oh, das riecht auch so geil. Gewürze, So, Steffi, Salz. probier. Oh, ich trau mich nicht. Ich bin im Himmel. Wir sind jetzt wieder am Briefkasten angekommen und unsere Challenge, die wir natürlich mal wieder in Windeseile erledigt haben. Nicht mal 2 Stunden, Freunde, nicht mal 2 Stunden haben wir gebraucht, um unsere Lebendfalle fertig zu machen. Ach so. Die Bilder noch schnell rein. Falls Simon oder da Simon, ihr das nicht hinkriegt, unsere Falle aufzubauen, Anwenderfehler. dann ist es wieder mal ein Anwenderfehler und dann müsst ihr euch unser Video anschauen, weil das Ding funktioniert. Also, braucht nicht meinen, ihr könnt uns die Punkte abziehen. Das passiert auf jeden Fall nicht. Okay. Challenge fertig. Noch einen kleinen Twerk. Ja, hat geklappt. Dann Harte Arbeit. Ich glaube hier halt dieses Innenseil, diese Innenschnur vom Paracord durch die Sonne. Wir haben ja in der brütenden Mittagshitze das alles geknotet und gebunden. Das ist halt elastisch geworden, das hat immer weiter nachgegeben und ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt. das kann gut sein. Es hat auch nur Kunststoff. Das heißt, wir überlassen das Ding jetzt hier der Munitionskiste und somit den Kollegen im Headquarter. Und dann hoffen wir, dass wir uns damit trotzdem die Tokens holen. Wir sind wieder an unserem Fluss. Jetzt müssen wir absteigen. Sind wir schon zum größten Teil. Jetzt füllen wir das ganze Wasser auf. Flaschen haben wir dabei. Topf haben wir ja abgegeben. Zum Glück. Ne? Zum Glück haben wir die ganzen Flaschen gefunden. Bisschen wischiwaschi und dann. Gechillt haben wir jetzt. Haben wir richtig gut geschlafen, voll eingepennt. Und ich habe mich gesund. Ja. Definitiv. Schon leichten Sonnenbrand. Ja. Du bist schon richtig schwarz sozusagen. Ja, und ein bisschen rot auch. Dann nehmen wir den. Hey, wie viel willst du mitnehmen? Der eine reicht doch locker. Hey, das Ding, da gehen ja fast 4 Steher raus. Aus dem einen, der da schräg ist. Außen drauf. Ja, genau. Go Manu, go, go, go Manu. Hey Manu, hey what's up? Can you lick my lollipop? Ein Mann, ein Baum, eine Mission. Er und das Dreibein. Wer wird gewinnen? Maschine. Soll ich vorne übernehmen?
Tu mal rein mit der Gabel. Heb auf. Heb auf. Heute ist Wellness-Tag. Das heißt, wir tun auf jeden Fall mal etwas gegen den Körpergeruch. Das heißt, ich werde mich gleich hier mit der Asche einreiben. Vor allem an den Stellen, wo ich halt sehr stark schwitze. Unter den Armen, zwischen den Beinen, Kniekehle etc. Und ja, da mal ein bisschen gegen den Körpergeruch angehen. Also das Wasser ist zwar kalt, aber bei weitem angenehmer als das fließende Gewässer gestern. Das war echt brutal kalt. Junge, das war richtig, richtig übel. Und also ich jemand, der ich gehe ja auch regelmäßig Eisbaden. Und muss ja sagen, dass das auf jeden Fall 10-mal schlimmer war als das, was ich daheim in meinem Eisfass habe. Also fließendes Gewässer ist nochmal anders wild. Also frisch gewaschen, jetzt werden auch die Patschefüßchen fresh gemacht und dann fühle ich mich bombastisch. Zähne geputzt habe ich gerade oben im Camp schon mit unserem Rest Wasser. Ja. Dann habe ich gut geschlafen, gut gegessen, bin frisch gewaschen und somit sind alle Grundbedürfnisse gestillt. Mental geht es mir Bombe, körperlich geht es mir auch wieder top, obwohl ich ja keine 100 Kilokalorien eigentlich zu mir genommen habe. Aber ich kann nicht klagen, also für ein gutes Leben in der Natur. Es ist jetzt hier wahrscheinlich 3:30, sowas um den Dreh, vielleicht auch ein bisschen später, 4, 3:30, 4. Wir haben heute nichts gemacht, außer hier so eine windige Challenge, die in 5 Minuten erledigt war. Wir haben nur gesantelt, wer nicht weiß, was Santeln ist, abchillen, rumlungern. Machen wir mal den Drought. Und uns ist richtig langweilig. So, Test Nummer 1. ja. Na, biegt's echt nicht auf. Ich bin stolz auf dich. Zeig mal deine Höhenverstellung. Ja. Genauer. Also das ist ein patentiertes und höchst wissenschaftlich ausgetüfteltes System. Wir haben nämlich alle Pi mal Daumen Zentimeter in der Schnur eine Schlaufe. Und dann kann man den Höhen verstellen. Und wenn die Höhe nicht passt, einfach neue Schlaufe rein. Oder die kann man auch wieder aufmachen und neu machen. Das ist super. Das ist idiotensicher, ich sag's dir. Ich stelle mir irgendwie gerade so ein postapokalyptisches Szenario vor. Irgendwie, keine Ahnung, die Welt versinkt im Chaos und wir sind halt nach draußen geflohen, weil da das reinste Chaos in den Städten herrscht. Irgendwie ganz spannend. Ja, anders kann ich mir nicht erklären, warum hier halt keine Menschenseele langläuft. Das ist halt voll krass. Das wäre ja auch eine Option, sollte es halt wirklich mal zu sowas kommen, dass man sich in die Wälder begibt und dort versucht, die schlimmste Zeit auszusitzen. Man weiß ja leider, wozu Menschen fähig sind.
Und hier hätte man auf jeden Fall die Möglichkeit, sich ein bisschen zu verstecken. Je nachdem, wo man sich befindet. Und dann kommt es halt natürlich richtig krass auf die Skills an. Harz haben wir hier, weil Steffi hat noch was vor. Steffi, erzähl mal. Brauche ich tatsächlich nicht mehr. Ah, okay. Weil es auch so sehr gut zu erkennen. Ich habe es einfach absolut. flambiert. So, Warte. Back to Survival Schild. Sau gut, guckt euch das an. Sieht richtig gut aus. Ja. Jetzt schaue ich mal, was ich damit noch mache. Okay, ja, sehr gut. Und rein mit Machete und Stein. Wir haben ja kein Messer. Das haben wir abgegeben, ja. Richtig, richtig gut, wie ich finde, ne? Bei mir ist es ja fast eigentlich wie bei allem aktuell. Mit Manu haben wir eigentlich echt extrem viele Gemeinsamkeiten, was auch gar nicht so verkehrt ist. Und bei mir hat das auch angefangen früher. Habe ich das tatsächlich damals auch so ein bisschen mit meinem Dad immer angeschaut und fand das immer echt cool. Auch halt eben Abenteuer Survival mit Bear Grylls. Und das war bei mir eben auch so und habe das halt dann auch natürlich ein paar Freunden erzählt und die halt natürlich, je nach Freundeskreis ist das manchmal ein, hey, das ist ja cool, dass du das machst, oder halt dann eben wie bei mir, sind halt die Freunde dann so, die dann sagen, du kannst doch nicht mal eine Nacht im Zelt schlafen, du gehst sofort ins Auto und hier... Das war auch genau der Grund, warum ich es meinen Freunden nicht oder nur wenigen erzählt habe, weil ich wusste, es gibt ein paar, ich weiß, dass ihr da seid, die auch sagen, das schaffst du eh nicht. Und auf das hatte ich keine Lust und ich erzähle es denen erst, wenn wir es rum haben und ich sagen kann, hey, ich habe da mitgemacht und ich habe es geschafft. Ja, allein schon eigentlich nur wegen euch Idioten ziehe ich den Scheiß erst recht durch, damit ihr mal schön den Ball flach halten könnt. Weil ein Kabelschulz lässt sich das nicht gefallen von euch Haumtauchern. Verstehst du? Pack mal. Ja klar. Also, bis dahin, Storytime vorbei. Wir haben auch eben schon gesungen am Lagerfeuer. Ah, Ja, wir hatten nämlich ein richtig tolles Willkommenskomitee, als wir in St. Pölten waren. Da war nämlich mitten in der City. Ich wechsle mal die Seite. Mitten in der City eine Band von der österreichischen Armee. Und die haben Bon Jovi gesungen. Ganz viele Lieder von Bon Jovi. ja. Und richtig, richtig gut. Ja, das war Ganz echt. toll. Ey, Kompletten Österreich, Orchester und sowas. St. Pölten, das wäre nicht nötig gewesen, als wir kommen. Aber Wirklich. vielen Dank, war super. Das war super. Wir haben uns sehr gefreut. Ja, und seitdem habe ich einen Ohrwurm. It's my life and it's now or never. I wanna live forever. Na, 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 Ja, na, na. Ja, und da hört es dann auch schon auf. Engelsgleiche Stimmen. Heute war Item abgeben. Und was für eins? Ein Team-Item mussten Sie Ein heute Team-Item. abgeben. Ja, ein Team-Item. mussten Sie Brupp. abgeben. Und was ist drin? Paracord. Okay. Das ist jetzt halt der Rest, den Sie nicht brauchen, gell? Hier. Benutzt. Eigentlich- Hör mal. Da hängt, die sind mal super schlau. Die haben ja ganzes Camp fertig gebaut, ihr Schalter gebaut, die Schnüre und den Rest, den sie nicht mehr brauchen, den geben sie uns ab. So nicht. Die müssten alle Schnüre abmachen von dem ganzen Ding. Dann zählt das als ein Item. So, jetzt kommst du. Was machen wir? Eigentlich schon, ja. Also entweder, kommt drauf an, was die anderen machen, aber eigentlich müssen Sie den Rest auch abgeben. Das heißt, Sie müssen alle Reste von Ihrem Unterschlupf und so weiter wegmachen, natürliche Schnüre verwenden oder was Sie halt auch immer dabei haben. Weil so war es mit dem ersten Gegenstand, den sie abgegeben haben, auch. Gell? Die hatten eine Schaumstoff-Isomatte, die haben sie in der Mitte auseinandergeschnitten, damit jeder eine halbe hatte. Und abgegeben haben sie aber beide Hälften. Genau. Die hätten genauso gut eine behalten können. Aber wir wollten ja diesen kompletten Gegenstand Ganz genau. und nicht nur die Reste davon. Ja. Deswegen wäre es eigentlich, laut Regeln, müssten sie das ganze Ding abgeben. Oder wir schreiben jetzt einen Zettel. Hier habt ihr eure Paracord.
entweder ihr gebt uns den Rest auch oder ihr gebt uns was anderes. Nee, nicht ganz, weil dann haben die einen Tag ja. Haben sie das länger. So müssten die ab heute mit einem Beschalter leben, das nicht festgebunden ist. Ja. Oder halt, was wäre dann ein Team-Item? Eine Axt, ein Messer. Axt, eine Säge haben sie als Team-Item, den Kompass da können haben sie sie, jetzt noch das schön Taub haben sie, den Topf, sägen, einen Kompass. die Flasche haben sie. Ja. Die haben schon einige Dinge. Also die Flasche könnten sie am ersten abgeben. Ich würde die Flasche abgeben, weil die haben jetzt die Karadyn-Wasserfilter. Das ist Bullshit. Also ich komme jetzt echt veräppelt vor. Okay, ja, aber dann müssen wir eine Nachricht reinschreiben. Ja, kannst mir. So, dann gucken wir uns jetzt mal diese Konstruktion an. Also ich persönlich bin extremst überrascht. Die haben das gut gemacht. Also bis jetzt schaut es ziemlich so aus, wie es sein sollte. Haben sie echt gut gemacht, ja. Die Aufgabe war, eine Lebenfalle herzustellen, eine Korbfalle mit einem komplexeren Auslöser. Und sie hatten eine Vorlage, also sie hatten ein paar Bilder, 3 Bilder, um genau zu sein, nach denen sie einfach, also nach der Anleitung, sie diese Falle herstellen mussten. Okay, so soll das ganze Ding sein. Wir haben hier den Auslöser, da kommt praktisch ein Köder drauf. Das Tier geht da rein, nagt an dem Köder rum. Dann wird die Stange hier nach unten gedrückt. Der Riegel hier löst aus und entlässt dann praktisch die Spannung, die hier über diese Wippe hier geht. Und dann soll das Ganze runterfallen. Es ist jetzt gespannt, schaut gut aus. Zack, Zack, fällt runter. fällt runter. Funktioniert. Es ist ein bisschen träge, also es könnte ein bisschen schneller gehen. Sie hätten leichtere Materialien verwenden können, wie zum Beispiel das hier ist der Standfuß von der Falle. Den haben sie dünner gemacht als die Wippe. Andersrum wäre besser gewesen. Wichtig ist auch, dass es stabil ist und das Ding kann man nehmen, ohne dass es zerfällt. Also das haben sie schön geschnürt. Voll gut, oder? Ja, also finde ich gut. So, wir sind hier beim Team 3. Ich bin extrem gespannt, was Kevin und Manuel gebaut haben. Interessant. Sieht sehr gut und sehr akkurat aus. Schauen wir mal, ob das auch funktioniert, das Ding. Wenn es funktioniert, kriegst du auch ein kleines Säckchen Reis. 2 Schnapsgläser Reis. So, wir sind bei Team 3. Team 3. Ah, Team 3. Sascha, Quatsch. sind bei Team 3, Manu und Kevin. Team Bayern. Bei Team Bayern. Genau, im Camp 2. Und schaut euch mal diese mega krasse Konstruktion an. Das ist so akkurat gearbeitet. Also wie das hier geflochten ist innen drin. Die Abstände sind sogar gleich groß. Das ist da absolutes Avati von einem Schreiner, ganz ehrlich. Und nicht von einem Elektriker. Hammer. Und sogar oben noch eine Plattform drauf, dass ja auch nichts entkommen kann. Der hat mitgedacht. Lux, ihr überrascht mich immer mehr und immer mehr. Ja. Also, fertig. Das Tier kommt. Au! Du hast jetzt auch gekriegt. Scheiße. Ja, deswegen hat man immer eine Schutzbrille auf. Oder eine Mütze. Ist drin. Wir müssen ein bisschen leiser sprechen, weil wir sind jetzt ziemlich nah am Camp. Oh, krass. Nee. Oh, ihr Schweine. Wow. Was für eine Falle. Alter. Das ist ja ein Tempel. Für ein großgewachsenes Eichhörnchen. Oder ein Hasen. Also das Geile an dem Korb, an der Korbfalle ist schon mal, dass man sieht, es ist relativ hoch. Das heißt, es könnte auch ein größeres Tier reinpassen. Sie haben dickeres Holz verwendet, was bedeutet, der Korb an sich ist schwerer. Das heißt, er fällt schneller runter und das Tier kann sich nicht so leicht aus diesem Korb befreien. Das ist richtig gut. Sie haben alles schön hingestellt, sodass wir es eigentlich nur noch anheben müssen und da drunter stellen müssen. Also sehr gut vorbereitet. Nagt hier rum und ja, also sie ist sehr gut gearbeitet. Der Auslöser und alles ist viel zu dick, viel zu massiv.
Also man müsste einfach nochmal nacharbeiten. Man muss allerdings auch sagen, ich habe die Falle nicht gebaut. Ich weiß nicht, wie sie sich gedacht haben, das Ding zusammenzusetzen. Ja. Der Auslöser ist definitiv zu langsam, aber das könnte jetzt einfach auch damit zu tun haben, dass ich sie vielleicht nicht so zusammengesetzt habe, wie sie sich gedacht haben. Wobei das Ding nur auf eine Art zusammengesetzt werden kann. Und aus Erfahrung weiß ich, dass Leute, die das noch nie gemacht haben, oft die gleichen Fehler machen. Und das ist einfach, dass alles zu massiv ist und deswegen halt auch sehr, sehr schwergängig ist. Also ich sagen, ihr habt gewonnen. Auf jeden Fall. Doch, habt ihr aber gut gemacht. Ja, ist gut. Meine erste Verletzung erst. Kevin alleine am toten Briefkasten. Nach 2-3 Mal hauen hat sich der leider wieder gelöst.